Wenn deine Katze dich plötzlich beißt, obwohl eben noch alles friedlich war, dann fühlt sich das im ersten Moment fast wie ein Verrat an. Gerade noch lag sie bei dir, ließ sich streicheln, schnurrte vielleicht sogar. Und dann kommt dieser schnelle Biss in deine Hand, deinen Arm oder deine Finger. Viele Menschen denken dann sofort: Warum macht sie das? Ist sie sauer auf mich? Mag sie mich doch nicht? Aber bei Katzen ist ein Biss nicht immer das, wonach er für uns aussieht. Natürlich kann ein Biss eine klare Grenze sein. Manchmal sagt deine Katze damit: Stopp, das ist mir zu viel. Aber sehr oft steckt dahinter keine Bosheit, sondern Überforderung, Spieltrieb, Unsicherheit, Gewohnheit oder ein Missverständnis zwischen Mensch und Katze. Das Problem ist, wir Menschen lesen Katzen oft zu spät. Wir merken erst den Biss, aber nicht die kleinen Signale davor. Und genau deshalb ist dieses Verhalten so wichtig. Denn wenn du verstehst, warum deine Katze plötzlich beißt, kannst du sie nicht nur besser einschätzen, sondern eure Beziehung auch ruhiger und sicherer machen. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, was wirklich dahinter stecken kann. Erster: Der Biss kommt für dich plötzlich, für deine Katze aber oft nicht. Viele Katzen beißen nicht ohne Vorwarnung. Für uns wirkt es manchmal so, als würde die Katze aus dem Nichts umschalten. Eben war sie noch entspannt, und im nächsten Moment schnappt sie zu. Aber aus Katzensicht hat sich die Situation meistens schon vorher verändert. Vielleicht wurde die Berührung zu lange. Vielleicht war die Hand an einer Stelle, die sie nicht mag. Vielleicht wurde ihr Körper angespannter, ohne dass du es bemerkt hast. Katzen senden oft kleine Warnzeichen, bevor sie beißen. Der Schwanz beginnt leicht zu schlagen. Die Ohren drehen sich zur Seite. Die Haut am Rücken zuckt. Der Blick wird fester. Der Körper wird stiller. Das Schnurren hört auf oder verändert sich. Das sind keine großen dramatischen Signale. Es sind leise Hinweise. Wenn wir sie übersehen, bleibt der Katze manchmal nur noch eine deutlichere Botschaft. Und diese Botschaft kann ein Biss sein. Darum ist der erste wichtige Gedanke: Deine Katze ist nicht unbedingt plötzlich böse geworden. Vielleicht hast du nur die früheren Signale nicht gesehen. Wenn du lernst, diese kleinen Veränderungen zu erkennen, wird der Biss oft gar nicht mehr nötig. Und wichtig ist, am Ende dieses Videos wirst du deine Katze wahrscheinlich mit anderen Augen sehen. Denn oft beginnt der Biss nicht in dem Moment, in dem die Zähne deine Haut berühren. Er beginnt viel früher. In kleinen Zeichen, die wir Menschen leicht übersehen. Genau dort liegt der Schlüssel. Zweiter: Manchmal war die Streicheleinheit einfach zu lang. Viele Katzen lieben Nähe, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das macht sie für uns manchmal schwer verständlich. Sie kommt zu dir, legt sich hin, schnurrt, lässt sich streicheln und scheint alles zu genießen. Dann streichelst du weiter. Und weiter. Und weiter. Für dich ist es ein schöner Moment. Für deine Katze kann es irgendwann zu viel werden. Manche Katzen reagieren sehr empfindlich auf wiederholte Berührungen. Was am Anfang angenehm war, kann nach kurzer Zeit unangenehm, kribbelig oder überfordernd wirken. Dann entsteht dieser typische Moment: Sie bleibt zwar liegen, aber innerlich steigt die Spannung. Wenn du weiter streichelst, kann sie plötzlich beißen. Nicht, weil sie dich bestrafen will, sondern weil sie sagt: Jetzt reicht es. Besonders häufig passiert das am Bauch, an den Hinterbeinen, am Schwanzansatz oder wenn eine Katze ohnehin eher sensibel ist. Die Lösung ist nicht, gar nicht mehr zu streicheln. Die Lösung ist, früher aufzuhören. Wenn deine Katze sich entspannt zeigt, aber erste kleine Spannungssignale sendet, mach eine Pause. Nimm die Hand weg. Warte, ob sie wieder Nähe sucht. So lernt sie: Mein Mensch respektiert meine Grenze. Und genau das schafft Vertrauen. Deine Katze beißt oft nicht, weil sie dich ablehnt. Sie beißt, weil ihre Grenze zu spät erkannt wurde. Und je früher du diese Grenze bemerkst, desto weniger muss sie später deutlich werden. Doch es gibt noch einen zweiten Grund, der oft unterschätzt wird. Manchmal geht es gar nicht um Streicheln. Manchmal geht es um Spiel. Dritter: Der Biss kann Spiel sein, aber zu grob geworden. Nicht jeder Katzenbiss hat mit Abwehr zu tun. Manche Bisse entstehen aus Spiel. Katzen sind Jäger. Auch die liebste Wohnungskatze trägt Jagdverhalten in sich. Lauern, anspringen, festhalten, beißen und treten gehören zu diesem natürlichen Bewegungsprogramm. Wenn deine Katze also deine Hand plötzlich packt und leicht hineinbeißt, kann es sein, dass sie in diesem Moment nicht dich als Menschen meint, sondern deine Hand als bewegliches Spielobjekt wahrnimmt. Das passiert besonders häufig, wenn Menschen mit den Händen spielen. Eine kleine Katze knabbert süß an den Fingern. Man lacht, bewegt die Hand,
macht weiter. Für das Kätzchen bedeutet das, Hände sind Spielzeug. Später wird aus dem kleinen Knabbern ein kräftigerer Biss, und plötzlich ist es nicht mehr süß. Deine Katze versteht aber nicht automatisch, warum das Spiel früher erlaubt war und jetzt nicht mehr. Darum ist es besser, Hände nicht als Spielzeug zu benutzen. Nutze lieber eine Angel, ein Band, einen Ball oder ein anderes Katzenspielzeug. So kann deine Katze jagen, festhalten und beißen, ohne deine Haut zu treffen. Wenn sie dich beim Spielen beißt, werde nicht laut und hektisch. Unterbrich das Spiel ruhig, nimm die Hand weg und biete beim nächsten Mal ein geeignetes Spielzeug an. So lernt sie mit der Zeit. Hände sind für Nähe da, nicht zum Jagen. 4. Sie beißt, weil sie nicht weiß, wohin mit ihrer Energie. Manchmal beißt eine Katze nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil in ihr zu viel Energie steckt. Gerade junge Katzen, aktive Katzen oder Katzen, die lange allein waren, können plötzlich wild werden. Sie rennen durch die Wohnung, springen auf Möbel, jagen unsichtbare Dinge und beißen vielleicht auch mal in Füße, Hände oder Kleidung. Für dich wirkt das wie ein Angriff. Für sie ist es oft ein Ventil. Katzen brauchen Jagdmomente. Sie brauchen Bewegung, Konzentration, Erfolg und danach Ruhe. Wenn dieser natürliche Ablauf im Alltag fehlt, sucht sich die Energie manchmal einen ungünstigen Weg. Dann wird dein Fuß unter der Decke zur Beute. Deine Hand am Sofarand wird interessant. Deine Bewegung durch den Flur löst den Jagdimpuls aus. Auch hier ist der Biss nicht unbedingt böse gemeint. Er zeigt eher, ich bin aufgeladen und weiß gerade nicht, wohin damit. Hilfreich sind kurze, gezielte Spieleinheiten. Nicht stundenlang, sondern regelmäßig. Ein paar Minuten mit der Katzenangel, ein kleines Jagdspiel, ein Erfolgsmoment und danach Futter oder Ruhe können viel verändern. Wenn die Energie einen passenden Ausgang bekommt, muss deine Katze sie nicht an dir entladen. 5. Der Biss kann eine Grenze sein. So sanft wir Katzen auch sehen möchten, ein Biss kann auch eine klare Grenze sein. Vielleicht hebst du sie hoch, obwohl sie gerade nicht möchte. Vielleicht berührst du sie an einer empfindlichen Stelle. Vielleicht kommst du ihr zu nah, während sie schläft oder sich zurückziehen will. Katzen haben ein starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Sie möchten Nähe oft selbst wählen. Sie möchten entscheiden, wann Berührung angenehm ist und wann nicht. Wenn diese Grenze mehrfach übergangen wird, kann ein Biss deutlicher ausfallen. Das heißt nicht, dass deine Katze dich nicht mag. Es heißt, in diesem Moment braucht sie Abstand. Besonders wichtig ist das bei Katzen, die früher schlechte Erfahrungen gemacht haben, sehr sensibel sind oder schnell erschrecken. Sie brauchen oft mehr Zeit, mehr Abstand und mehr Kontrolle über die Situation. Wenn deine Katze also beißt, frage nicht nur, wie bringe ich ihr das ab? Frage auch, welche Grenze habe ich vielleicht übersehen? Das verändert den Blick auf die Situation. Aus einem Problem wird eine Botschaft. Und wenn du diese Botschaft respektierst, kann deine Katze mit der Zeit lernen, dass sie nicht immer so deutlich werden muss. Bis hierhin ging es vor allem um Berührung, Spiel, Energie und Grenzen. Doch manchmal liegt der Auslöser nicht direkt bei dir. Manchmal passiert im Umfeld deiner Katze etwas, das sie innerlich auf Alarm schaltet. Und genau dann kann ein Biss für uns besonders überraschend wirken. 6. Manchmal steckt Unsicherheit oder Angst dahinter. Ein plötzlicher Biss kann auch aus Unsicherheit entstehen. Katzen sind nicht nur kleine Raubtiere. Sie sind gleichzeitig auch Tiere, die sich schnell bedroht fühlen können. Ein lautes Geräusch, eine schnelle Bewegung, ein fremder Geruch oder eine ungewohnte Situation kann reichen, damit eine Katze innerlich auf Alarm schaltet. Wenn du sie genau in diesem Moment berührst oder festhältst, kann sie beißen, obwohl du gar nicht die eigentliche Ursache bist. Man nennt das manchmal umgeleitete Reaktion. Die Katze ist angespannt wegen etwas anderem, aber die Energie entlädt sich an dem, was gerade in ihrer Nähe ist. Das kann eine Hand sein, ein Bein oder ein anderes Tier im Haushalt. In solchen Momenten hilft Strafe nicht. Sie würde die Unsicherheit nur verstärken. Besser ist es, Abstand zu geben, ruhig zu bleiben und die Situation zu entschärfen. Sprich leise, bewege dich langsam und lass deiner Katze einen Ausweg. Eine Katze, die sich sicher fühlt, muss seltener beißen. Darum ist Sicherheit oft wichtiger als Korrektur. Nicht jeder Biss ist ein Erziehungsproblem. Manchmal ist er ein Stresssignal. 7. Achte auf Veränderungen und Schmerzen. Ein Punkt ist besonders wichtig. Wenn deine Katze plötzlich viel häufiger beißt als früher, solltest du genau hinschauen. Manchmal steckt hinter verändertem Verhalten nicht nur Laune oder Gewohnheit, sondern körperliches Unwohlsein.
Wenn eine Katze Schmerzen hat, kann Berührung unangenehm werden. Dann reagiert sie vielleicht gereizt, zieht sich zurück oder beißt schneller als sonst. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Gelenke weh tun, der Bauch empfindlich ist, Zähne Probleme machen oder eine Stelle am Körper schmerzt. Natürlich bedeutet nicht jeder bis sofort Krankheit. Aber wenn das Verhalten neu ist, stärker wird oder zusammen mit anderen Zeichen auftritt, ist Aufmerksamkeit wichtig. Frisst sie schlechter? Versteckt sie sich mehr? Bewegt sie sich anders? Putzt sie sich weniger oder übermäßig? Reagiert sie empfindlich auf bestimmte Berührungen? Dann ist es sinnvoll, tierärztlich abklären zu lassen, ob etwas Körperliches dahinter steckt. Denn deine Katze kann nicht sagen, mir tut etwas weh. Manchmal zeigt sie es nur dadurch, dass sie Berührung nicht mehr erträgt. Auch das ist eine Form von Sprache. Und genau deshalb sollten wir Bisse nicht nur als schlechtes Verhalten sehen, sondern als Hinweis, den man ernst nehmen sollte. Bis hierhin haben wir gesehen, ein Biss kann viele Ursachen haben. Er kann aus Spiel entstehen, aus Überforderung, aus Unsicherheit, aus Schmerz oder aus einer Grenze, die zu spät erkannt wurde. Aber die entscheidende Frage ist jetzt: Was machst du in diesem Moment richtig, ohne die Situation noch schlimmer zu machen? Achte, was du tun kannst, wenn deine Katze beißt. Wenn deine Katze beißt, ist der erste Impuls oft Ärger oder Schreck. Das ist verständlich. Ein Biss tut weh, und manchmal erschrickt man mehr, als man zugeben möchte. Trotzdem ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Schreien, strafen oder grobes Wegstoßen kann das Problem verschlimmern. Deine Katze versteht dann oft nicht: Mein Biss war zu stark. Sie versteht eher: Mein Mensch ist plötzlich bedrohlich. Besser ist eine ruhige, klare Reaktion. Beende die Situation. Nimm die Hand weg. Gib ihr Raum. Unterbrich Spiel oder Streicheln kurz, ohne Drama. Danach schaust du auf das Muster. Passiert es beim Streicheln? Dann streichle kürzer und achte früher auf Signale. Passiert es beim Spielen? Dann nutze mehr Spielzeug und weniger Hände. Passiert es aus dem Nichts? Dann beobachte Stress, Energie, Routinen oder mögliche Schmerzen. Der Schlüssel ist nicht Kontrolle. Der Schlüssel ist Verständnis. Je besser du erkennst, was vor dem Biss passiert, desto leichter kannst du ihn verhindern. Wenn deine Katze dich plötzlich beißt, heißt das nicht automatisch, dass sie böse ist oder dich nicht mag. Oft steckt etwas anderes dahinter. Vielleicht war die Streicheleinheit zu lang. Vielleicht wurde aus Spiel ein zu grober Moment. Vielleicht hatte sie zu viel Energie. Vielleicht hat sie eine Grenze gesetzt. Vielleicht war sie unsicher. Oder vielleicht fühlt sie sich körperlich nicht wohl. Ein Biss ist selten nur ein Biss. Er ist oft eine Botschaft, die lauter geworden ist, weil die leiseren Zeichen vorher nicht angekommen sind. Katzen sprechen nicht mit Worten. Sie sprechen mit Blicken, Ohren, Schwanzbewegungen, Abstand, Nähe und manchmal auch mit den Zähnen. Das heißt nicht, dass Beißen einfach egal ist. Natürlich sollst du dich schützen und klare Grenzen haben. Aber wenn du nur den Biss siehst, verpasst du vielleicht das, was deine Katze dir vorher schon sagen wollte. Vielleicht sagt sie nicht: Ich will dir wehtun. Vielleicht sagt sie: Das war zu viel. Vielleicht sagt sie: Ich bin aufgeregt. Vielleicht sagt sie: Ich brauche Abstand. Oder vielleicht sagt sie: Bitte versteh mich früher. Und genau darin liegt der wichtigste Schritt: Nicht härter reagieren, sondern genauer hinsehen. Denn wenn du lernst, die leisen Signale deiner Katze zu erkennen, muss sie irgendwann nicht mehr laut werden.